So, geht schon los? Okay. Hey, ahoi da draußen. Ganz liebe Grüße an alle, die sich für das Thema Schwangerschaft und Boot oder Schwangerschaft auf dem Boot interessieren. Denn darum soll es hier gehen. Ich möchte von Anfang an berichten. Ja, ich bin schwanger, ein paar Monate jetzt schon. Aber jetzt macht es eigentlich erst so richtig Sinn, das Video Tagebuch oder wie man das nennt, anzufangen. Und genau, ich bin im August, habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Und ja, wir leben hier auf dem Boot, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen ganz interessant mal zu erfahren. Ich habe selber recherchiert nach Videos über Familien auf Booten oder Schwangeren und habe leider nicht so viel gefunden und habe gedacht, okay, ja, vielleicht, also erstmal in allererster Linie mache ich das für mich selbst hier, aber vielleicht gibt es auch da draußen noch andere werdende Muttis, die nach so etwas suchen, nach so einem Erfahrungsvideo vielleicht. Genau, ja. Also ich fange dann mal direkt an. Ich bin seit August, weiß ich, dass ich schwanger bin und bin jetzt in der 22. Woche. Und ja, wir sind zu unserer Geschichte, wir sind ausgewandert. Wir sind nach Washington ausgewandert vorletztes Jahr und seit Januar diesen Jahres haben wir ein Boot, ein Segelboot. Und seit April diesen Jahres leben wir darauf. Wir fühlen uns super wohl, wir lieben diesen Lebensstil auf dem Wasser und sehen das Leben einfach so, wer weiß, wohin es uns noch verschlägt. Ja, und im August habe ich dann einen Test gemacht, nachdem ich meine Periode nicht bekommen habe. Was aber auch, ja, also ich war 2 Wochen überfällig. Und das ist eigentlich nicht ganz unnormal für mich, weil ich meine Periode nicht regelmäßig bekomme. Aber irgendwie habe ich gedacht so, okay, mir war ein bisschen übel und ich mache jetzt mal einen Test. Und tatsächlich war dann da, stand dann da pregnant, also ich bin jetzt schwanger. Oh, und ich habe das natürlich erstmal nicht geglaubt. Ich habe gedacht, nein, wird vielleicht falsch sein, der Test, ne? Machst du halt noch einen. Und dann habe ich mir noch einen gekauft und da stand auch wieder positiv. Da habe ich gedacht, okay, das wird jetzt langsam komisch. Ich mache den Tag danach noch einen und dann den Tag noch einen. Und dann bin ich mir ganz sicher. Und habe dann genau, den nächsten Tag und den übernächsten Tag noch einen Test gemacht und die waren alle durchweg positiv. Und dann war ich so ein bisschen überfordert, weil ich dachte so, ich war mir so sicher, dass es negativ ist. Aber ich wusste auch, dass so die Wahrscheinlichkeit da ist, dass es positiv ist, weil wir nicht verhütet haben, weil wir wollten, wir waren bereit für ein Kind. Ich bin 31 Jahre alt, und fühle mich wirklich bereit für ein Kind. Aber meine Frauenärzte haben mir halt in der Vergangenheit aufgrund meiner Geschichte gesagt, dass es halt schwierig werden könnte, dass ich ein Kind bekommen kann. Und deswegen habe ich auf gar keinen Fall damit gerechnet, dass es so schnell passiert. Ja, und dann war ich erstmal überfordert. Aber irgendwie war es auch schade, dass wir diesen Moment nicht hatten, dass wir so zusammen diesen Test gemacht hatten und diesen Überraschungsmoment zusammen hatten, ich mit Max. Und ja, dann habe ich aber an diese Videos gedacht, die man mal so im Internet sieht, ne, wo die Frauen ihre Männer überraschen mit, ja, du bist Papa. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich auch eine Überraschung für ihn. Und ja, habe dann einen Brief geschrieben, den so als Flaschenpost in eine Weinflasche reingemacht und Snacks vorbereitet, denn wir wollten sowieso eigentlich noch den Monat
irgendwann an den Strand ein Strandpicknick machen. Und das haben wir dann gemacht. Dann sind wir eines Tages, also was heißt eines Tages, am 3. oder 4. Tag, wo ich es dann wusste, wollte ich es ihm dann auch natürlich wissen lassen. Diese 3 Tage, die waren einfach so heftig. Dieses nicht erzählen können, ich war so, da war so viel in mir, was ich einfach loslassen wollte und mit ihm zusammen teilen wollte. Und ja, genau, dann am 4. Tag habe ich hatte schon vorher gesagt, ja, wollen wir dann morgen mal ein Strandpicknick machen, unser Strandpicknick machen, was wir eh schon vorhatten. Und dann hat er gesagt, ja, okay, und Wetter soll ja auch gut werden, ne? Und ich werde manchmal, wenn ich gestresst bin, etwas genervt. Und er kam dann von der Arbeit, ich hatte alle Snacks vorbereitet, hatte Strampler vorher gekauft und den dann so als Burrito verpackt, weil ich hatte auch als Snacks Burritos gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, können wir jetzt mal los? Und er dann so, ja, okay. Und hat dann das Bootchen, unser Beiboot, fertig gemacht. Die Luft aufgepumpt, Wasser rausgepumpt, Regenwasser oder so, was da noch drin war. Ja, und dann sind wir rübergefahren zur Insel, die hier gar nicht so weit ist, also wirklich nur 5 Minuten mit dem kleinen Bötchen da hingefahren. Und an den Strand. Und ja, dann hat er erst die Flasche gefunden und den Brief gelesen. Und in dem Brief stand halt ein bisschen was über unsere Geschichte. Und am Ende habe ich dann geschrieben, ja, du bist Papa. So, indirekt habe ich das aber geschrieben. Und dann hat er mich nach dem Brief so angeguckt, so, ja, meinst du jetzt? Und dann habe ich ihm, nachdem wir unsere Burritos gegessen haben, habe ich mich umgedreht, die Tasche genommen und diesen Strampler, der als Burrito verpackt war, rausgenommen und habe ihm gesagt, ja, ich habe noch einen kleinen Burrito für dich und habe ihm diesen Strampler gegeben und es war einfach super rührend. Ja, ich glaube, das werden wir beide nie vergessen, bei Sonnenuntergang am Strand, diesen rührenden Moment und ja, einfach diesen schönen Moment zu teilen. Und ich war einfach wahnsinnig erleichtert, also endlich mal damit rauszurücken. Ja, und dann hat er es erfahren und dann hatten wir natürlich man hat ja im ersten Trimester diese Zeit, wo man warten soll, ne? Mit der Nachricht, dass man das noch nicht verrät. Und das haben wir dann auch gemacht, haben, ich glaube, 9 Wochen oder so, ich weiß nicht, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, sind es 9 Wochen, wo man wartet, die Nachricht auch bei den Verwandten zu verteilen oder zu verkünden. Und ja, dann war Max' Mama zu Besuch hier bei uns und ihr haben wir es dann persönlich sagen können, was total schön ist, wenn man es persönlich sagen kann. Und unserer restlichen Familie in Deutschland haben wir dann per Videotelefonie das mitgeteilt. Max hat noch ein super süßes Video zusammengeschnitten von uns, unserer Geschichte mit der Auswanderung, all den Erlebnissen, die wir zusammen erlebt haben und am Ende dann mit diesem Ultraschallbild. Und ja, genau. Was kann ich sonst erzählen? Das erste Trimester war sehr anstrengend, sehr nervig. Ich hatte Übelkeit, ich hatte Schwindel, Kreislaufprobleme und ich war unglaublich müde. Wir steckten ja noch ganz in unseren Teagarbeiten vom Boot. Also wir hatten das Teakdeck entfernt und es war total anstrengend mit diesen Symptomen, dieser Erschöpfung und der Übelkeit, vor allem über Kopf, dann zu arbeiten und über Kopf immer wieder diese Übelkeitsanfälle zu haben. Ja, das war echt anstrengend. Und dann, ja, nach dem ersten Trimester, als das zweite anfing, ich glaube, das ist mit der 12. Woche, oder ist das mit der 12.? Ja, ich glaube schon. Mit der 12. Woche dann wurde es besser. Und auch, dass ich morgens nicht direkt nach dem Aufstehen einen Snack essen musste,
das wurde dann alles besser, Gott sei Dank. Und ja, jetzt bin ich voll energiegeladen wieder und genau, kann wieder Dinge machen, Projekte machen. Ja, wenn ihr auf einem Boot lebt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch, dass es immer was zu tun gibt. Und so ist es bei uns auch. Wir haben immer irgendein Projekt, was ansteht. Zuletzt habe ich die Fensterdichtungen erneuert. Die haben ein bisschen geleakt. Da kam Wasser durch. Regenwasser und Polster neu genäht und all sowas. Und ja, das ist schon mega gut. Jetzt gerade, ich genieße es richtig, im zweiten Trimester wieder Energie zu haben. Ja, also eigentlich war es das dazu. Genau. Ich will einfach mal so mitnehmen und zeigen, wie wir das so erleben. Das ist ja auch unsere erste Schwangerschaft, ist auch für uns interessant, das alles zu erfahren und zu erleben und vielleicht nochmal sich anzugucken und zu sagen, hey, Wahnsinn, wie aufregend das alles war für uns. Später nimmt man das ja mal doch ganz anders wahr. Aber diese Aufregung und diese Vorfreude einfach mit einzufangen, finde ich super schön, die Idee. Und daher habe ich das jetzt mal hier gestartet und hoffe, dass ihr das vielleicht auch interessant findet. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, wie es so bisher ist mit dem Boot und mit der Schwangerschaft und ja, dann stellt die einfach in den Kommentaren und ja, ich versuche die dann mal alle zu beantworten, wenn Fragen kommen. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Hier ist es schon Abend. Und ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und gerne bis zum nächsten Mal.